Zirbenholz aus den Alpen ist ein besonderer Werkstoff. Wertvoll und wohlriechend. Aus dem schön gemaserten, stabilen Holz entsteht ein Massivholzbett, gebaut nur mit Hilfe von Holzverbindungen, ganz ohne Metall. Tobias Liebert, Schreinermeister in Adams Schreinerei, wird das Zirbenholzbett bauen. So, ich habe da die Zeichnungen schon hingelegt. Wir haben den Auftrag für ein sehr schönes Zirbenholzbett zu bauen mit Buchablage. Das Besondere hier dran ist, dass die Ecken rund werden, es kommen runde Füße, das Kopfteil wird 1 Meter hoch, das Bett wird 50 Zentimeter hoch. Und, die Planung stammt vom Chef. Gemeinsam mit der Kundin hat Andreas Adams das Möbelstück entworfen, nach ihren individuellen Wünschen. Okay. Die Kundin, die kamen hierhin und sie hat mir einfach ihre Wünsche gesagt, also dass sie sehr viel lesen würde im Bett, dass sie dafür was braucht. Dann haben wir diese Buchablage hinten ans Kopfteil gemacht und dann hat sie mir erzählt, wenn sie nachts aufsteht, dass sie schon mal die Füße stößt und dass die Ecken abgerundet werden sollen, und das haben wir dann auch gelöst. Als erstes geht es an die Holzauswahl. Johannes Adams wird seinen Vater und den Schreinermeister dabei unterstützen. In der Werkstatt lagert das wertvolle Zirbenholz. Zunächst müssen die passenden Bohlen für die verschiedenen Teile des Bettes ausgesucht werden. Auch bei der Auswahl des Holzes werden Wünsche berücksichtigt. Manche Kunden suchen sich das Holz für ihr Bett sogar selbst mit aus. Andreas Adams gerät ins Schwärmen, wenn er über die Zirbe spricht. Für ihn ist es ein außergewöhnlicher Baum. Das Zirbenholz ist eine einzigartige Holzart. Sie gehört zu der Familie und Gattung der Kieferngewächse. Und sie ist eine echte Überlebenskünstlerin. Sie wächst in Regionen, wo überhaupt kein Baum mehr wachsen kann. Und zwar in der Baumgrenze, so bei 1800, 2000 Meter. Es ist ein eigentliches weiches Holz, aber dadurch, dass es ganz langsam gewachsen ist und diese Jahresringe auch ganz eng sind, ist es ein sehr wertvolles Holz. Und das ist noch nicht alles. Zirbenholz wird eine beruhigende und schlaffördernde Wirkung nachgesagt. Und es duftet angenehm. So, einfach mal überstülpen. Die Bohlen für die Teile des Bettes werden einzeln ausgesucht. Tauche 24. Von der Länge, das sind 5 Meter. Von der Länge her, dass man hier 2 Stück in der Länge. Da kriegen wir 2. Hier ist ein wunderschöner Ast hier drin. Also diese Astkonstellation, die gibt einfach dem Bett eine besondere Note und macht dieses Bett einfach einmalig. Und das können wir als Schreiner raussuchen und können das genau auf die Position bringen. Leg mal dahin. Äste sind typisch für das Holz der Zirbe. Als nächstes folgt die Feinauswahl. Die beiden Schreiner legen fest, welche Bohle für welches Brett geeignet ist. Dafür werden alle Hölzer noch einmal sorgfältig begutachtet. Deshalb drehen wir auch immer diese Stücke. Wir schauen, dass diese Besonderheiten auch wirklich ins rechte Licht auch gerückt werden und dass sie nicht irgendwo am Boden sind, wo man sie nicht sieht. Jetzt kommt die erste Maschine zum Einsatz. Und jetzt schneiden wir mit der Kettensäge mit etwas Zuschlag die Bretter auf grobe Länge zu. Ab hier übernimmt Schreinermeister Tobias Liebert. Seit 16 Jahren arbeitet er in Adams Schreinerei in Schillingen im Hunsrück. Johannes Adams hilft in seiner Freizeit gerne im Betrieb aus. Die Bohlen sind nun abgelenkt, mit 5 bis 10 Zentimetern Zuschlag. Die Extrazentimeter verlieren sich bei der weiteren Bearbeitung des Holzes.
Das ist jetzt das ganze Material, was für das Bett benötigt wird. Das haben wir jetzt grob auf Länge zugeschnitten. Jetzt gehen wir an die Formatkreissäge und schneiden die Bretter auf. Also wir schneiden jetzt zuerst die Bretter für das Kopfteil zu. Das wird ja ungefähr 1 Meter hoch und aus mehreren Brettern wieder zusammen verleimt. Deswegen müssen wir diese Bretter erstmal aufschneiden. Zuerst wird die Waldkante abgeschnitten, das nennt man Besäumschnitt. Und dann werden aus den Brettern immer 2 Teile rausgeschnitten. Beim Besäumen wird die Baumkante von den Bohlen entfernt. Dazu gehören Borke und Rinde, zunächst auf einer Seite. Danach wird die Bohle für das Kopfteil in der Mitte aufgetrennt. Ein Brett für das Kopfteil ist nun in der Breite zugeschnitten, auch diesmal nur grob. Tobias Liebert trennt nun die Waldkante auf der anderen Seite der Bohle ab. Auch die restlichen Bohlen für das Bett erhalten einen solchen Besäumschnitt. Wir haben jetzt unsere Teile für das Bett grob in der Breite zugeschnitten. Das heißt, wir haben die 2 Seitenteile. Das hier ist der Mittelsteg und dann haben wir die Bretter für das Kopfteil, was wir später noch verleimen. Und im nächsten Schritt werden die Sachen abgerichtet und gehobelt. Dafür gibt es die sogenannte Abrichthobelmaschine. Diese eine Seite wird jetzt hier abgerichtet, wird hier über die Hobelwelle geschoben, damit wir eine ebene, gerade Fläche bekommen, damit wir dann weiter im nächsten Schritt einen rechten Winkel anhobeln können. Die Bretter sind ja so in der Länge nicht alle gerade, sondern etwas krumm. Und damit wir hier unten eine gerade, ebene Fläche bekommen und am Ende ein gerades Brett bekommen, deswegen muss das abgerichtet werden. Die Bretter werden mehrmals über die Hobelwelle geschoben. Als erstes haben wir jetzt die breite Seite abgerichtet. Die ist jetzt schön plan und gerade. Und jetzt wird die schmale Kante noch abgerichtet, damit wir hier einen rechten Winkel bekommen. Und das macht er bei allen Brettern so. Durch das Abrichten erhält der Schreinermeister gerade, geglättete Bretter mit sauberen, rechten Winkeln. Alles tipptopp. Die Bretter sind jetzt für den nächsten Arbeitsgang vorbereitet. Der spielt sich im Bauch der Maschine ab. Als nächstes müssen wir die Bretter auf Dicke hobeln. Deswegen müssen wir hier die umbauen, die Maschine, dass wir hier unten dann die Bretter durchschieben können zum Hobeln. So, bei dem Fußteil und den beiden Seiten werden wir jetzt als erstes die genaue Breite aushobeln. Die soll am Ende 240 mm ergeben. Jetzt haben wir hier eine Breite von 244 mm. Das heißt, wir können auf jeder Seite noch mal 2 mm abhobeln. Beim ersten Durchgang werden 2 mm abgehobelt. Danach werden das Fußteil und die beiden Seitenteile gedreht und ein zweites Mal durch die Maschine geschoben. Und wieder sind 2 mm weg. Fußteil und Seiten haben nun ihre Endbreite von 240 mm. Nächster Arbeitsgang. Alle Bretter für das Bett werden auf Dicke gehobelt. Der Schreinermeister muss die Bretter wieder mehrmals durch die Maschine schieben. Pro Durchgang werden etwa 2 mm weggenommen. Nach dem Hobeln haben die Bretter eine Dicke von 4,1 cm.
0,1 cm verlieren sich später noch beim Schleifen. Nach der Bearbeitung an der Abrichthobelmaschine haben die Bretter bereits Gestalt angenommen. Jetzt sind wir fertig mit dem Hobeln und jetzt merkt man auch schon, wie seidig sich das anfühlt, dass es viel glatter ist. Und jetzt sieht man auch schon viel besser die Maserung vom Holz. Und hier sieht man noch mal schön diesen Ast, der in das Kopfteil oben in die Mitte soll. Aus diesen Brettern wird später einmal unser Zirbenholzbett. Bis es soweit ist, vergeht aber noch viel Zeit. Zunächst werden die Bretter an einer Formatkreissäge auf Länge geschnitten. Und jetzt schneiden wir alle Teile auf genaues Maß, wobei wir bei den Teilen für das Kopfteil, die lassen wir noch 2 cm länger, weil wir das ja noch verleimen müssen. Und das können wir dann nach dem Verleimen auf das endgültige Endmaß schneiden. Bedeutet, die Bretter für das Kopfteil und die Buchablage werden zunächst auf 1,92 Meter Länge geschnitten. Sie sind also im Moment noch 2 cm länger. Alle anderen Bretter schneidet Tobias Liebert nun auf ihre jeweilige Endlänge. Die Formatkreissäge, die der Schreinermeister dafür benutzt, hat ein feines Sägeblatt. Dadurch wird die Schnittkante sauberer. Das Holz der Zirbe ist bekannt für seine interessante Maserung und die typischen Äste. Tobias Liebert und Andreas Adams wollen die Bretter für das Kopfteil so zusammenlegen, dass die Vorzüge des Holzes zur Geltung kommen. Hier musst du noch mal so drehen. Aber es gibt noch mehr zu beachten beim Verleimen von Massivholzbrettern. Je nach der Holzfeuchte und der Raumfeuchte arbeitet das Holz. Und man muss halt beachten, dass sich ein Brett wölbt und die andere Seite wird die Schüssel, sagt man. Also hier sieht man jetzt, dass hier die rechte Seite vom Brett oben liegt und hier die linke Seite vom Brett oben liegt. Und das erkennt man halt an den Jahresringen, dass die einmal so rumlaufen und bei dem anderen Brett so rum, dass die immer im Wechsel liegen. Wenn das Brett sich verzieht, immer so ausgleicht, dass es am Ende ein gerades Brett bleibt. Die Anordnung der Bretter für das Kopfteil stimmt. Nun kommt ein besonderer Kniff. Wir haben ja jetzt unser Kopfteil so zusammengelegt, wie wir es später verleimen wollen. Und deswegen machen wir uns diese Markierung, das sogenannte Schreinerdreieck, drauf, damit wir dann nach dem Fräsen von der Leimfuge genau wissen, wie wir es wieder zusammenlegen müssen zum Verleimen. Das hat man schon immer so gemacht. Und das erleichtert einem beim nächsten Schritt dann, dass man nicht durcheinander kommt und das falsch verleimt. Bevor wir unser Kopfteil verleimen, fräsen wir an der Tischfräse mit einem Verleimfräser eine sogenannte Kronenfuge. Diese dient dafür, dass wir die Leimoberfläche an den schmalen Kanten erhöhen, fast um das Doppelte, und somit eine stabile und sichere Verleimung erreichen, dass da keine offenen Fugen entstehen. Die Kronenfuge ist eine klassische Breitenverbindung, mit der die Bretter des Kopfteils stabil verbunden werden. Eine Längsseite des Brettes hat nun ihre Kronenfuge. Einmal wenden, dann kommt die andere Seite dran. Das Kopfteil wird später aus 8 Einzelbrettern zusammengeleimt und 1 Meter hoch sein. Im nächsten Arbeitsschritt müssen wir den Verleimfräser ausbauen und einen Nutfräser einbauen, weil wir für die Buchablage hinten in das Kopfteil noch eine Nut reinfräsen. Die Buchablage wird nämlich mit Hilfe einer stabilen Nut- und Federverbindung am Kopfteil befestigt. Die Rückschlagsicherung ist dafür zuständig. Wir machen keine durchgehende Nut, sondern wir setzen hier erst ungefähr 4 cm weiter vorne ein, damit man die Nut später nicht sieht. Und deswegen machen wir eine sogenannte Einsatzfräsung. Und damit uns das Brett nicht nach hinten weg kann, haben wir hinten die Anschlagsicherung. Eine solche Einsatzfräsung ist nicht ganz ungefährlich, weil das Brett in die laufende Fräse gebracht werden muss.
Die Nut im obersten Brett des Kopfteils ist fertig. Nun kommt die Buchablage dran. Auch sie bekommt eine Nut per Einsatzfräsung. Die Fräse ist so eingestellt, dass sie die Nut mittig einfräst. Der Schreinermeister erklärt uns, wie die Buchablage am Kopfteil befestigt wird. Also wir haben jetzt in das oberste Brett des Kopfteils und in die Buchablage jeweils eine Nut reingefräst. Mit Hilfe einer Holzfeder wird dann die Buchablage an das obere Brett befestigt. Wie das genau funktioniert, sehen wir später. Zunächst muss das Kopfteil verleimt werden. Beim Fräsen der Kronfuge muss ich darauf achten, dass ich jedes zweite Brett andersherum auf die Fräse lege, damit diese Verzahnung genau ineinander passt. Hätte ich jedes Brett gleich gefräst, dann würde die Verzahnung nicht ineinander passen und ich könnte das nicht verleimen. Dann muss es schnell gehen. Etwa 15 Minuten hat der Schreinermeister, dann bindet der Weißleim ab. Der Leim sollte gleichmäßig aufgetragen und gut in den Leimfugen verteilt werden. Die Verbindung mit Hilfe von Kronenfugen hat einen Vorteil. Die Bretter verrutschen nicht beim Verleimen. Und durch das gezackte Verleimprofil entsteht eine besonders stabile Verbindung. Der Schreinermeister befestigt an beiden Teilen des Kopfteils eine Schutzleiste. Das Trocknen des Leims geschieht wieder unter Druck. Die Leisten verhindern, dass das Zirbenholz durch die Schraubzwingen verletzt wird. Das Kopfteil muss jetzt mindestens 2 Stunden lang trocknen. Es geht zurück an die Tischfräse. Tobias Liebert bearbeitet nun die Bettseiten. Wir fräsen jetzt in die Bettseiten eine durchgehende Nut ein, wo wir später dann die Auflageleisten für die Matratzen einleimen. Hier brauche ich nicht Einsatzfräsen, weil man die Nut sowieso nicht sieht, denn hier kommt das Fußteil, auf der anderen Seite das Kopfteil, also kann ich hier durchfräsen. Eine Tischfräse ist eine Holzbearbeitungsmaschine, mit der der Schreiner Nuten und Falze fräsen kann. Die beiden Seitenteile des Betts bekommen eine Nut. Danach wird die Tischfräse umgebaut. Mit dem Falzfräser fräst Tobias Liebert nun Falze in die beiden Matratzenauflageleisten. Zuvor hat er bereits die perfekte Einstellung der Maschine getestet, mit Hilfe eines Probestücks. Und so wird das Ganze dann später mal ausschauen. Wir haben jetzt hier an die Matratzenauflage den Falz reingefräst und können das jetzt in die Nut von unserer Bettseite einleimen. Und dann haben wir unsere Bettseite und hier liegt die Matratze auf. Mit den Matratzenauflagen geht es nun weiter zur Ständerbohrmaschine. Jetzt zeichne ich mir die Dübellöcher, die ich jetzt hier auf der Ständerbohrmaschine bohre, damit ich genau weiß, wo ich bohren kann. Das Fußgestell wird dann unten eingehangen, wenn wir das Bett zusammenbauen. Die Bohrlochtiefe hat Tobias Liebert vorher eingestellt. Auch die zweite Matratzenauflageleiste bekommt Dübellöcher. Der Schreiner muss darauf achten, langsam und gleichmäßig in das Zirbenholz zu bohren. Die Matratzenauflageleisten können nun in die Seitenteile verleimt werden. Danach werden sie zum Trocknen in die hydraulische Furnierpresse gelegt. Das geht schneller als das Anbringen vieler Zwingen. Weißleim ist ein Klassiker in der Schreinerwerkstatt. Ein Holzleim auf Wasserbasis, der durch Trocknen abbindet.
Nun werden die Matratzenauflageleisten in die gefrästen Nuten der Bettseiten eingesetzt. Die Furnierpresse arbeitet mit 10 bar Druck. Nach einer Stunde entsteht so eine feste Verbindung zwischen den Bauteilen. Widmen wir uns nun einem kleinen Stück Holz, das aber durchaus aufwendig herzustellen ist. Da wir bei unserem Bett die abgerundeten Ecken haben wollen, machen wir jetzt aus diesem Holz diese Ecken und dann fräsen wir als erstes auf der Tischfräse diese Innenrundung. Und diese Außenrundung wird dann erst später angearbeitet. Die Tischfräse kann nämlich nicht nur Nuten und Falze, mit einem Abrundfräser kann sie auch Rundungen. Aus klobigen Holzklötzen sollen 2 elegant abgerundete Ecken für das Fußteil werden. Das erfordert noch einige Arbeitsgänge. Die Innenrundungen sind schon mal geschafft, bleibt noch die Außenrundung, aber so weit ist es noch nicht. Wir haben jetzt hier unser Fußteil und werden jetzt hier unsere Ecken dran leimen. Dafür bohren wir hier 3 Dübellöcher und hier 3 Dübellöcher und leimen am Ende diese Ecke hier dran. Und damit wir diese Ecke besser anleimen können und die Zwingen besser ansetzen können, deswegen haben wir hier die Rundung noch nicht gemacht. Die machen wir erst dann später nach dem Verleimen. Zum Bohren der Dübellöcher kommt eine weitere Maschine zum Einsatz, die Langlochbohrmaschine. Der Schreinermeister bohrt zunächst in die erste Stirnseite des Fußteils. Danach wird das Brett gedreht. Die andere Stirnseite bekommt ebenfalls 3 Dübellöcher. Das Fußteil ist nun versorgt. Jetzt widmet sich Tobias Liebert den beiden Eckklötzen. Auch die brauchen jeweils 3 Dübellöcher. Die Eckklötze werden später mit Holzdübeln am Fußteil befestigt und zusätzlich verleimt, damit sie ganz exakt sitzen. Zunächst kommen wir aber zu einem weiteren kleinen Teil, das für die Konstruktion wichtig ist. Das ist unser Einhängbeschlag. Ein Teil kommt in die Bettseite, der andere kommt in das Fußteil und später kann ich dann das so miteinander verbinden und habe eine feste, aber leimfreie Verbindung und kann jederzeit mein Bett wieder auseinanderbauen. Bevor wir jetzt unsere Ecke an das Fußteil leimen, müssen wir noch diese Nut für unseren Einhängebeschlag in das Fußteil fräsen. Die Nut wird ebenfalls mit der Langlochbohrmaschine gefräst, und zwar mit einem Fräsaufsatz. Zunächst wird der Bohrer bis zur eingestellten Tiefe in das Holz eingeführt. Dann wird die Nut sorgfältig ausgearbeitet. Das erfordert Fingerspitzengefühl. Mit Hilfe der Nut und der Einhängebeschläge entsteht eine besonders stabile Verbindung zwischen den Eckklötzen und dem Fußteil. Die Ecken können jetzt an beiden Enden des Fußteils befestigt werden, mit Weißleim und Holzdübeln, ohne Schrauben oder Nägel. Die äußere Rundung der Ecken arbeitet der Schreinermeister erst nach dem Trocknen aus.
Jetzt braucht es erst einmal genügend Druck durch Schraubzwingen und etwa eine Stunde Trockenzeit. Ihre Trockenzeit haben die beiden Seitenteile mit den Matratzenauflageleisten schon hinter sich. Sie können raus aus der Furnierpresse. Ich fahre jetzt mit meinen Bettseiten zur Langlochbohrmaschine und dort werden die Nuten für die Einhängebeschläge eingefräst. Tobias Liebert fräst die Nuten nacheinander in die Stirnseiten der beiden Seitenteile. Beim Ausarbeiten der Vertiefungen verlässt er sich wieder auf seine Erfahrung. Die Bettseiten mit den Matratzenauflagen und den gefrästen Nuten sind bereit für den nächsten Arbeitsschritt. Ich schleime jetzt in die gefrästen Nuten die Einhängebeschläge ein, wo dann später hier die Seiten eingehangen werden und im Kopfteil ebenfalls die Seiten eingehangen werden. Das sehen wir später. Nun bekommt erst einmal das Fußteil seine Einhängebeschläge. Sie werden in die Nuten der Eckklötze geleimt. Dasselbe passiert mit den Seitenteilen des Bettes. Die Einhängebeschläge werden übrigens fertig gekauft. Sie bestehen aus Multiplex-Schichtholz. Das verleimte Kopfteil ist inzwischen getrocknet und kann ausgespannt werden. Für den nächsten Arbeitsgang verwendet Tobias Liebert ein etwas altertümlich anmutendes Werkzeug. Wir tun jetzt den überschüssigen Leim, der beim Verleimen rausgekommen ist, abhobeln. Dazu nehme ich hier, wir haben so einen alten, ausrangierten Handhobel und der ist dafür gut geeignet. Das mache ich dafür, damit dann beim späteren Schleifen auf der Schleifmaschine das Schleifband nicht von dem Leim zugesetzt wird. Die Leimreste auf dem Kopfteil werden grob von Hand abgehobelt. Die Feinarbeit erledigt eine große Maschine. Mit der Breitbandschleifmaschine werden wir jetzt unser Kopfteil auf unser endgültiges Maß schleifen, das heißt 40 mm. Und da habe ich ein grobes Schleifband jetzt drauf gemacht, wo wir jede Seite 2 Durchgänge planschleifen, kalibrieren nennt man das auch. Und dann haben wir unser Endmaß von 40 mm und man sieht hier diese Übergänge, wo der Leim war, sind dann verschwunden. Der Schreinermeister verwendet dafür ein Schleifband mit 60er Körnung. Später bekommt das Kopfteil noch einen Feinschliff. Die Platte hat jetzt ihre endgültige Stärke und die Leimfugen sind glatt geschliffen. Das Kopfteil bekommt ein ebenmäßiges Erscheinungsbild. An der Formatkreissäge wird es weiter bearbeitet. Tobias Liebert hat große Erfahrung im Bettenbau und kennt sich bestens aus mit der Verarbeitung von Zirbenholz. Das verleimte und geschliffene Kopfteil nimmt nun Form an. Die Platte bekommt ihre endgültigen Maße. Jetzt haben wir unser Kopfteil auf unser endgültiges Maß geschnitten. Das heißt 1 Meter breit und 1,90 Meter lang. Fehlen noch die Einhängebeschläge, damit die Bettseiten später eingehängt werden können. Wir fräsen jetzt in unser Kopfteil die Nut für unseren Einhängebeschlag, den wir in die Seitenteile gefräst haben. Das Gegenstück wird praktisch in das Kopfteil eingefräst und eingeleimt. Ich habe mir hier eine Frässchablone gemacht und mit der Oberfräse kann ich genau dem Schlitz fräsen, wie ich ihn benötige.
Die Nuten fräst er in beide Enden der Platte. Für die 2 Seitenteile. Die Oberfräse wird mit der Hand geführt. Mit Hilfe der Einhängebeschläge im Kopfteil und in den beiden Seitenteilen werden die Bettseiten beim Zusammenbau in das Kopfteil eingehängt. Die Oberfräse kann aber noch mehr. Sie ist ein ausgesprochen vielseitiges Werkzeug zur Holzbearbeitung. Die scharfen Kanten des Kopfteils werden damit abgerundet. Tobias Liebert fräst eine 4 mm Rundung für eine schöne Optik und eine angenehme Haptik. Das Kopfteil ist nun bereit für den Feinschliff in der Breitbandschleifmaschine. Der Schreinermeister legt dafür Schleifpapier mit einer 120er Körnung ein. Wir haben ja jetzt noch diese Rundung hier gefräst und die Einhängebeschläge mit der Oberfräse eingefräst. Und da kann man immer noch mal mit der Maschine eine gröbere Macke reinmachen. Von daher schleift man den Feinschliff immer relativ am Schluss, damit danach nichts mehr an der Fläche passiert. Der Feinschliff bringt die besten Seiten des Zirbenholzes hervor. Seine besondere Zeichnung durch die Äste und die schöne Maserung. Das Kopfteil ist fertig. Fehlt aber noch was. Die Bettfüße. Und die haben es wirklich in sich. Rund sollen sie sein. Bis es aber soweit ist, sind etliche Arbeitsgänge erforderlich. Das werden jetzt unsere beiden runden Bettfüße. Dazu müssen wir die beiden Klötze miteinander verleimen, weil die einen Durchmesser von 120 mm am Ende bekommen. Danach abgerichtet und dann werden sie Stück für Stück rund gehobelt. Mit anderen Worten, aus eckig, mach rund. Die einzelne Bohle wäre nicht stark genug für die Bettfüße. Um den gewünschten Durchmesser von 120 mm zu erreichen, muss der Schreiner die Füße aus 2 Bohlen zusammensetzen und natürlich fest verleimen. Der Leim trocknet über Nacht. Dann geht es den Kanten an den Kragen. Der Exzenterschleifer, mit dem gehe ich noch mal über die gefrästen Kanten. Da bei der Oberfräse, gerade bei den Hirnflächen beim Fräsen, immer die Kante etwas aufgeraut wird. Deswegen wird die mit dem Exzenterschleifer noch mal glatt geschliffen. Alle Bretter bekommen eine solche Schönheitsbehandlung. Danach widmet er sich wieder der Buchablage. Das ist die Feder, die leimen wir jetzt in unsere Buchablage ein. Die habe ich schon vorher hergestellt. Und an den Enden habe ich die etwas rund gemacht, damit sie genau in unsere vorher gefräste Nut reinpasst. Mit unserer Nut-Feder-Verbindung kann ich jetzt die Buchablage passgenau, bündig an unser Kopfteil anleimen. Die Nut- und Federverbindung ist eine klassische Holzverbindung im Schreinerhandwerk. Mit viel Druck entsteht nach dem Trocknen eine sehr stabile Verbindung. Als nächstes widmet sich Tobias Liebert wieder dem Fußteil. An unserem Fußteil, die Ecken sollen ja rund werden, die machen wir jetzt rund. Und mit der Hilfe dieses Rings, der genau den Durchmesser von 120 mm hat, zeichne ich mir jetzt schon mal hier die Rundung an. Und als nächstes schneide ich auf der Formatkreissäge schon mal ein großes Teil weg, im Winkel von 45 Grad. Und den Rest hobel ich dann mit dem Handhobel bei. Ja, so klein sie auch sind, die Ecken erfordern viel Aufmerksamkeit. Das Sägeblatt der Formatkreissäge wird schräg gestellt, sodass ein 45-Grad-Schnitt entsteht. Die Ecken an beiden Seiten des Fußteils bekommen einen solchen Schnitt. Maschine aus.
Was folgt, ist traditionelle Handarbeit. Mein Lehrmeister hat immer gesagt, wenn der Hobel pfeift, dann ist er richtig eingestellt, dann stimmt die Spanabnahme. Die Rundung nimmt Form an. Das Hobeln von Hand hat übrigens durchaus Vorteile. Ja, man könnte auch einen Elektrohobel nehmen, aber mit einem Handhobel habe ich da mehr Gefühl, dass ich mich besser rantasten kann. Und deswegen mache ich das lieber mit einem Handhobel und den Rest dann, den schleifen wir mit dem Exzenterschleifer dann noch schön rund. Und körperliche Arbeit hält ja auch fit. Da weiß man abends, man hat was gemacht, da schläft man besser und kommt ins Schwitzen auch manchmal. Ja. Die beiden Ecken des Fußteils sind nun grob abgerundet. Die Feinarbeit erledigt der Schreinermeister mit dem Exzenterschleifer. Die Schleifscheibe führt eine schwingende und eine drehende Bewegung aus, für einen besonders gleichmäßigen Schliff. Zunächst benutzt er 80er Schleifpapier und in einem zweiten Durchgang 120er, eine feinere Körnung, bis eine gleichmäßig glatte Oberfläche entsteht und eine perfekte Rundung. An der Ständerbohrmaschine bohrt Tobias Liebert nun Löcher in das Fußteil. Dort wird die Halterung für den Mittelsteg befestigt. Das schmale Klötzchen wird mit 2 Holzdübeln in das Fußteil geleimt. Damit beim Trocknen eine stabile Verbindung entsteht, wird die Halterung samt Schutzleiste mit einer Schraubzwinge befestigt. Wir haben ja jetzt hier unseren Mittelsteg, der hier auf unsere gerade angeleimte Auflage dann eingesteckt wird. Der kommt dann praktisch so hier drauf. Und hier bohre ich jetzt jeweils 2 Löcher, wo dann Dübel eingeleimt werden, die dann später beim Zusammenbau hier in diese beiden Löcher eingeführt werden. Der Mittelsteg wird zusätzlich gehalten von einem Stützfuß, den der Schreinermeister bereits vorbereitet hat. Befestigt wird er nach bewährter Methode mit Holzdübeln und Leim. Für den nötigen Druck sorgt wieder eine Schraubzwinge. Unser Zirbenholzbett braucht natürlich auch stabile Füße und denen widmen wir uns jetzt. Aus diesem Klotz werden unsere runden Bettfüße gemacht. Den hobeln wir jetzt auf ein Maß von 121 x 121 mm. Aus dem aus 2 Bohlen zusammengeleimten Holzklotz 2 gefällige, runde Bettfüße herzustellen, ist eine wirklich aufwendige Arbeit. Mehrmals muss das Holzstück durch die Abrichthobelmaschine gelassen werden. So entstehen saubere, rechte Winkel und das gewünschte Maß. Aber das ist nur der erste Arbeitsgang von vielen. Tobias Liebert bohrt Dübellöcher in beide Schmalseiten des Holzstücks. Denn aus dem einen Stück sollen später ja 2 Bettfüße entstehen. Die Bettfüße werden nach ihrer Fertigstellung mit Hilfe von Holzdübeln an einer Quertraverse angebracht. Und dann geht es an die Rundung. Ich zeichne mir jetzt mit meinem Ring, der ja genau diese 120 mm Durchmesser hat, meine Rundung für die Füße vor, damit ich dann genau weiß, wie weit ich hobeln kann. So. Jetzt habe ich hier meinen Kreis, schneide diese 4 Ecken nochmal auf der Formatkreissäge schräg und den Rest mache ich dann auf der Abrichte, taste ich mich dann an die Rundung ran.
Die Kreissäge erledigt die groben Schnitte. An den Kanten entstehen 4 abgeschrägte Flächen. Wir haben uns ja jetzt schon ein bisschen an die Rundung angenähert. Und die letzten kleinen Ecken, die nehme ich jetzt mit der Abrichte weg. Und die komplette Rundung, die perfekte Rundung, mache ich dann mit dem Schleifer. Um ein sauberes Ergebnis zu erhalten, wird immer nur wenig Material abgenommen. Deshalb sind etliche Durchgänge nötig, bis eine grobe Rundung entstanden ist. Nächster Arbeitsgang: aus 1 macht 2. An der Kreissäge schneidet der Schreinermeister aus dem Holzstück 2 gleiche Teile. Die Bettfüße sind nun fast fertig. Den letzten Schliff erhalten sie an der Bandschleifmaschine. Mit viel Gefühl arbeitet Tobias Liebert am Schleifband die perfekten Rundungen aus. Vollkommen glatt und ebenmäßig müssen die Füße aus Zirbenholz sein. Das ist sein Anspruch. Dann können die Bettfüße befestigt werden. Mit Hilfe von Holzdübeln werden sie in die sogenannte Quertraverse des Fußgestells geleimt. Auf diesem Querbalken liegen später die Bettseiten auf. Das war's nun aber wirklich. Die Bettfüße sind fertig. Am Kopfteil lässt sich die schöne Maserung des wertvollen Zirbenholzes besonders gut erkennen. Also wir verkaufen die Betten meistens unbehandelt, im rohen Zustand, weil dadurch diese Gerüche und der Duft besser und länger bestehen bleibt und nicht durch irgendwelche Chemikalien oder Öle oder andere Oberflächenmittel zerstört wird. Und so bleibt der natürliche Charakter erhalten. Das Bett altert sozusagen natürlich. Ein letzter Feinschliff macht die Holzoberfläche perfekt. Und dann kommt der große Moment. Wir haben jetzt unsere kompletten Bettteile. Einmal das Kopfteil, die 2 Seiten, unser Fußteil, unseren Mittelsteg und unsere 2 Bettfüße. Und das bauen wir jetzt zusammen. Und wie lange braucht er dafür? 2 Minuten, wenn es lange dauert. Na, dann sind wir aber mal gespannt. Es geht los. Die beiden Bettseiten werden in die Quertraverse mit den Füßen eingesetzt. Dadurch, dass alle Teile ineinander gesteckt werden und nichts verleimt und nichts verschraubt, keine Metallteile, deshalb geht es so schnell, passt alles ineinander und kann jederzeit wieder auseinandergebaut werden. Auch das Fußteil sitzt. Das geht ja wirklich rekordverdächtig schnell. Zuletzt montiert Tobias Liebert noch den Mittelsteg. Geschafft. Das ist ein super Gefühl, wenn man am Ende sieht, dass das Ganze, was man vorher in vielen Arbeitsschritten gemacht hat, am Ende super zusammenpasst und stabil ist und hält. 3 Tage hat es gedauert. Dann war es komplett, das Massivholzbett, meisterlich gebaut aus duftendem Zirbenholz. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.